Ja, also ich habe an 4 Olympischen Spielen teilgenommen und alles als Hammerwerferin. Also heute bekomme ich die Silbermedaille überreicht von den Olympischen Spielen in London, weil eben damals die Olympiasiegerin im Nachhinein positiv getestet wurde. Ob Silber oder Bronze, da hätte sich für den weiteren Verlauf nichts weiter geändert. Ich wollte immer die Beste sein und das hängt da nicht an der Farbe der Medaille. There are cheats, there are athletes who doped. They were stripped from their medals. The medal reallocation for that fair sport, for that clean sport. This is focused on the athletes who haven't had that opportunity to celebrate it. Das Buch, wo ich Zeitungsartikel gesammelt habe, damals von 2012, die sind eingeklebt, auch mit Urkunden und Erinnerungen von meinen Nachbarn und Freunden. Representing Germany, Betty Heibler. Ganz viele Erinnerungen, die ich vielleicht für meine Kinder später mal aufgehoben habe. Meine Startnummer oder mein Name, den ich damals getragen habe, der ist hier mit dabei natürlich. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie so eine Heldin bin oder so ein Vorbild. Das ist ganz merkwürdig für mich. Also junge Athletin, also auf mich nach oben blicken und sagen. Aber ich bin natürlich auch stolz drauf, dass man mit der eigenen Karriere und Persönlichkeit ein Vorbild geschaffen hat. Also man kennt Betty Heibler natürlich, sie war die beste deutsche Hammerwerferin. Natürlich ist sie eine Inspiration, weil man auch Erfolg haben möchte und auch weit werfen möchte. Ja, okay, gar nicht schlecht. Nur das allererste Schieben muss erst mal wieder hier raus sein und dann nach links und nicht gleich den da. Das Erste, was ich noch so wirklich von Betty weiß, ist, da saß ich 2003 und sah diese rothaarige Frau, die tierisch Feuer hatte. Das konnte man ihr wirklich ansehen. So die richtige Arbeit mit ihr fing dann 2004 an. Dann wurde halt einfach geguckt, wo man Betty verbessern kann. Die Zusammenarbeit von meinem Trainer Michael Deile mit Regine und Eberhard war extrem wichtig und war auch nochmal grundlegend dafür, dass wir uns in den Weiten super entwickelt haben. Also, dass wir ja angefangen haben mit Hammerwurf Frauen etwa bei 70 Meter und zumindest in der Zusammenarbeit mit Betty geendet sind bei fast 80 Metern. Ich habe noch nie eine Athletin vorher erlebt, die so hart trainiert hat. Betty war ein Gesicht für die Leichtathletik. Also das hier ist jetzt die Analyse von ihrem Weltrekordwurf 2011 in Halle. Der Wurf war auf 79,42 Meter. Dann haben wir verschiedene Kurven. Das ist die Geschwindigkeitskurve, die Bahngeschwindigkeit des Hammers, Körperstreckung und Abwurf. Wow, Weltrekord. Natürlich profitieren junge Athleten von unserem Wissen, welches wir aus der Karriere von Betty gewonnen haben. Das ist vollkommen klar. Den zweiten auch schön ab. unbeschreibliches Gefühl, in London die Olympiamedaille gewinnen zu können. Also unbeschreiblich der Moment, auch überhaupt nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt habe. Dass mein Versuch erst nicht gemessen wurde und dann doch gemessen wurde und dann um einen Zentimeter reduziert wurde. Dass mein Trainer hinterher dann auch sagte, ich muss unbedingt Protest einlegen. Also das ist ein Fehler. Dann wurde festgestellt, wir müssen noch mal nachmessen. Das Loch, wo der Hammer gelandet ist, markiert mit einer Münze. Also die wussten dann hinterher immer noch, welcher Einschlag meiner war. Dann gab es halt Riesenaufregung. Und nach einer halben Stunde, glaube ich, war dann auf der Anzeigentafel eben die Bronzemedaille gewonnen hatte. Bin zwar keine Ehrenrunde gelaufen, aber trotzdem habe ich mir die Fahne geholt. Ja, dann hinterher auf dem Podium zu stehen, war natürlich super. Also da geht ja für jeden Sportler ein Traum in Erfüllung und das war bei mir natürlich auch so.
Jede Medaille ist für einen Trainer immer ein Highlight. Aber eine Medaille bei Olympischen Spielen, das ist was ganz Besonderes. War das eins der allerschönsten Momente. Jetzt allerdings, dass wir hätten damals schon die Silbermedaille gewinnen können, dann hat das auch ein bisschen ein Wermutstropfen in der Geschichte. Einfach das Potenzial ist wesentlich breiter als bei einer Bronzemedaille. Wenn ich Silbermedaille gewinne, habe ich andere Sponsoren. Das ist dann schon ein bisschen ärgerlich. Ich sag mal so, ich freue mich auf den Moment heute und ich freue mich auf die Leute, die Menschen, die da sind. Und ich freue mich, dass Thomas Bach da sein wird und mir persönlich die Silbermedaille gibt. Wir hoffen, dass das, was hier und heute eine kleine Form der Wiedergutmachung ist und dass die Medaille, wie es so schön heißt, fürs restliche Leben viel Freude bereitet. Ich erinnere mich nicht an alle Medaillenvergaben. An die erinnere ich mich noch ganz genau. Und ich denke, du auch, weil diese Medaillenvergabe der Beginn einer einzigartigen Geschichte einer Medaille. Herzlichen Glückwunsch zur Silbermedaille. I think there are two main messages. Dankeschön. The one is that the athletes should enjoy this moment, and the cheaters, they should know that they can be sure that we are doing everything to guarantee a fair sport and to have every athlete enjoying the medal he or she deserves. Also wirklich beeindruckt, wie anders die Farbe ist. Und die gefällt mir ziemlich gut. Also ich glaube, das ist ein ziemlich passender Tausch. Betty ist nach wie vor eine Vorzeigeathletin, ein absolutes Vorbild an Zielstrebigkeit. Ich gratuliere ihr von ganzem Herzen, dass sie jetzt... Die Silbermedaille, eine klare Bestätigung dafür, dass Betty einer der ganz großen Athletinnen im Bereich Hammerwurf bis zum heutigen Tag ist. Was wäre eben schöner gewesen, das bei dem Wettkampf zu haben, der eben damals 2012 in London war. Und so hoffe ich einfach nur, dass es entweder nicht so lange dauert, bis im Nachhinein eine Korrektur stattfindet, dass die Konsequenzen, die sich hinterher daraus ergeben, dass man erwischt wurde, einfach viel zu groß und viel zu stark sind und zu sehr überwiegen, als dass man eben zu unsauberen Mitteln arbeitet.